Konjunktiv 1. Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und heute lernst du alles über den Konjunktiv 1, was du wissen musst. In Kurzform. Vorab, du findest den Konjunktiv 1 vor allem in Texten, in der Zeitung und in den Nachrichten. Aus der Schule kennt man ihn auch als indirekte Rede. Hier ein Beispiel. Julia sagt, der Konjunktiv 1 ist einfach. Julia sagt, der Konjunktiv 1 sei einfach. Oder Julia sagt, dass der Konjunktiv 1 einfach sei. Du kannst entweder zwei Hauptsätze kombinieren oder einen Nebensatz mit das formulieren. Achtung, dann kommt das Verb ans Ende. Übrigens ist das heutige Video Teil meines Gratis-Workshops zum Konjunktiv 1 und 2. Du kannst dich über den Link unter diesem Video anmelden. Und wenn du die gesamte Grammatik lernen möchtest, kannst du dich zu meinem kompletten Grammatikkurs anmelden und in wenigen Monaten dein Deutsch auf ein ganz neues Niveau bringen. Du findest alle Infos in der Beschreibung unter diesem Video und diese Woche gibt es einen super Rabatt und einen Bonuskurs von mir dazu. Aber zurück zum Konjunktiv 1. Es gibt nur zwei Zeiten. Die Gegenwart, die gilt auch für die Zukunft, und die Vergangenheit. Das ist beim Konjunktiv 2 genauso und für Deutschlerner etwas einfacher. Schau mal. Manuel sagte, das Essen hat gut geschmeckt. Manuel sagte, das Essen habe gut geschmeckt. Manuel sagte, dass das Essen gut geschmeckt habe. Eva sagte, ich bin in den Urlaub gefahren. Eva sagte, sie sei in den Urlaub gefahren. Eva sagte, dass sie in den Urlaub gefahren sei. Was fällt dir auf? Die Vergangenheit sieht genauso aus wie das Perfekt. Du änderst nur das Hilfsverb haben bzw. sein zu habe oder sei. Die gute Nachricht: Normalerweise benutzt man nur die dritte Person Singular und Plural, denn man spricht ja darüber, was eine andere Person gesagt hat oder andere Personen. Zuerst die Singularform. Er sagt, er sei aus Kanada. Er sagte, er sei aus Kanada gewesen. Sie sagt, sie habe Probleme. Sie sagte, sie habe Probleme gehabt. Er sagt, er werde bald 40. Er sagte, er sei gestern 40 geworden. Der Plural ist ein bisschen komisch, denn manchmal sehen die Konjunktivformen aus wie das Präsens. Ich werde, du werdest, er werde, wir werden, ihr werdet und sie werden. Du siehst, nur die zweite und dritte Person sind anders, der Rest ist wie das Präsens. Uns interessieren aber nur die dritte Person Singular und Plural, also er, sie, es und sie. Aber da die dritte Person Plural sie werden, wie das Präsens aussieht, brauchen wir eine andere Form, und zwar den Konjunktiv 2. Man nennt das Ersatzform, quasi eine Substitution. Deshalb lernt man auch zuerst den Konjunktiv 2. Und wie lautet der hier? Sie würden. Also, die Zwillinge sagen, wir werden bald 40. Die Zwillinge sagen, sie würden bald 40. Die Zwillinge sagten, sie seien gestern 40 geworden. Du kannst übrigens alle Formen auf der Seite verbformen.de nachschauen, wenn du möchtest. Und noch eine gute Nachricht. Du kannst problemlos mit anderen auf Deutsch sprechen, ohne den Konjunktiv 1 zu benutzen. Wir Muttersprachler verwenden ihn beim Sprechen fast nie. Die Aufgabe des Konjunktiv 1 ist es, die Aussagen oder Meinungen von anderen Personen wiederzugeben, ohne dass du oder eine andere Person der Aussage zustimmt. Schau mal. Der Politiker versichert, alles wird gut. Wenn man so etwas von einem Politiker hört, glaubt man es wahrscheinlich nicht. Die Person, die das Interview mit dem Politiker führt, glaubt es auch nicht. Deshalb distanziert sie sich von seiner Meinung und benutzt den Konjunktiv 1. Der Politiker versichert, dass alles gut werde. Wir verstehen jetzt, dass dies nur die Meinung des Politikers ist. Hier zum Kontrast ohne Konjunktiv. Der Politiker versichert, dass alles gut wird.
Jetzt verstehe ich, dass wirklich alles gut wird und dass seine Aussage wahr ist. Vielen Dank, Herr Politiker. Hier ein weiteres Beispiel. Ein Journalist interviewt eine Schauspielerin. Sie sagt, ich mache eine Reise nach Indien. Die Schauspielerin sagt, sie mache eine Reise nach Indien. Oder in der Vergangenheit, die Schauspielerin sagte, sie habe eine Reise nach Indien gemacht. Wir wissen nicht, ob sie wirklich eine Reise gemacht hat. Deshalb benutzt der Journalist hier den Konjunktiv 1. Achtung, hier nochmal die Formen. Sie macht, sie mache. Und der Plural? Sie machen, sie machen. Du siehst, die Formen sehen hier wieder gleich aus wie das Präsens. Und aus diesem Grund benutzen wir eine Ersatzform, und zwar den Konjunktiv 2. Sie würden machen. Erinnerst du dich, dass die meisten Konjunktiv-2-Formen mit Würde plus Infinitiv gebildet werden? Die Schauspielerin sagt, mein Mann und ich machen eine Reise. Sie sagt, ihr Mann und sie würden eine Reise machen. Sie sagt, dass ihr Mann und sie eine Reise machen würden. Und jetzt Achtung Vergangenheit. Sie sagte, ihr Mann und sie hätten eine Reise gemacht. Warum hätten und nicht mehr würden? Ganz einfach. Die Vergangenheit ist ja wie das Perfekt und die Hilfsverben sind haben oder sein, aber nicht werden. Sie sagt, ich habe eine Reise gemacht, also im Konjunktiv hätte. Oder mit sein. Sie sagt, ich bin in den Urlaub gefahren. Sie sagt, sie sei in den Urlaub gefahren. Das hört sich jetzt vielleicht alles ein bisschen kompliziert an, aber keine Panik, das kann man gut üben und es sind im Prinzip immer wieder die gleichen Formen. Wir schauen uns zum Abschluss aber noch ein paar weitere Beispiele an, die ein bisschen schwieriger sind, denn sie haben Modalverben. Wichtig, ich gebe dir immer 2 Strukturen, einmal Hauptsatz und Hauptsatz und einmal Hauptsatz und Nebensatz mit das, da muss das Verb dann ans Ende. Er sagt, er wolle im kommenden Jahr nach Deutschland ziehen. Er sagt, dass er im kommenden Jahr nach Deutschland ziehen wolle. Er sagt, er könne dort studieren. Er sagt, dass er dort studieren könne. Er sagt auch, er müsse dann viel lernen. Er sagt auch, dass er dann viel lernen müsse. Die Struktur ist genau wie bei den anderen Beispielen, aber du hast nun 2 Verben. Achtung, wenn du das jetzt in der Vergangenheit sagen willst, dann kommt noch ein Verb dazu, nämlich ein Hilfsverb. Und wie bildet man das Perfekt der Modalverben in der Vergangenheit? Ich habe müssen oder ich habe können, also immer mit dem Hilfsverb haben. Er sagt, er habe in Deutschland studieren können. Und jetzt nochmal Achtung im Nebensatz, denn da stehen alle Verben hinten. Er sagte, dass er in Deutschland habe studieren können. Er sagte auch, dass er viel habe lernen müssen. Die Reihenfolge der Verben am Satzende ist immer gleich. Hilfsverb, Vollverb, Modalverb. Und die letzten beiden Verben müssen im Infinitiv stehen. Uff, geschafft! Das ist der Konjunktiv 1 in allen seinen Formen und Farben. Ich hoffe, du konntest in diesem Workshop etwas lernen. Am Dienstag sehen wir uns nochmal auf Zoom, um das Thema zu üben. Und wenn du deine Grammatik auf ein ganz neues Niveau bringen und besser schreiben und sprechen willst, dann melde dich für meinen kompletten Grammatikkurs an. Ja, das war's auch schon wieder. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Video. Deine Julia.